befinden uns hier in der Multihalle in Mannheim. Sie galt damals, als sie 1975 anlässlich der Bundesgartenschau geplant und gebaut wurde, als das Wunder von Mannheim, weil es sich mit dieser 20 Meter hohen, 60 Meter weit spannenden Holzgitterschale auch heute noch, nach 50 Jahren, um die größte Holzgitterschale der Welt handelt. Da die Halle damals in den 70er Jahren als temporäres Bauwerk geplant war, gab es natürlich auch viel Freiraum, um zu experimentieren. Und so ist dieses experimentelle Gebäude entstanden, was wir heute natürlich in ein dauerhaft genutztes Gebäude, ein dauerhaft genutztes Dach überführen müssen. Das ergibt natürlich einige Herausforderungen. Zum einen muss das Ganze normgerecht natürlich heute nachgewiesen werden. Da gibt es Anforderungen durch den Prüfingenieur, durch Gutachter, und das Ganze braucht natürlich auch Zulassungen, und dafür müssen auch viele Versuche durchgeführt werden. Gleichzeitig wollen wir diesen experimentellen Gedanken aber auch weiter aufgreifen und haben deswegen verschiedene Testflächen in Zusammenarbeit mit der Wüstennot-Stiftung durchgeführt, um auch experimentell handwerklich zu überprüfen, wie sich die Lösung am besten wirtschaftlicher umsetzen lässt. Ich glaube, die Multihalle ist für Fast und App ein sehr spezielles, ein sehr besonderes Projekt, so wie auch für uns bei Birkheimer und Frenzler Architekten. Es ist nicht alltäglich, dass man an so einem Meisterwerk arbeiten darf, und deswegen haben wir auch überhaupt nicht gezögert, als Jochen Stahl uns fragte, ob wir sie bei der Sanierung des Dachtragwerks mit der Objektplanung unterstützen wollen. Und von Beginn an war es eine extrem professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube, wir spielen uns die Bälle sehr gut zu, und am Ende bin ich auch überzeugt davon, dass es beide Disziplinen braucht, das Ingenieurwesen und die Architektur, um dieser Halle gerecht zu werden und sie im Sinne der ursprünglichen Erbauer dann auch zu sanieren und für die Zukunft fit zu machen. Wir waren uns von Anfang an darüber im Klaren, welche große Verantwortung wir hier übernommen haben bei diesem Projekt, um diese Ikone des Leichtbaus und Frei Otto in die Zukunft zu tragen. Hier war Spitzenleistung gefragt, und uns war klar, wir wollten kein Gramm Holz zu viel für die Sanierung dieses Daches aufwenden. So haben wir mit digitalen Methoden parametrisch bemessen, wie wir auch wirklich nur da Verstärkungsstreifen im Dach verwenden können, wo es wirklich nötig ist, um die Konstruktion so schlank, so minimalistisch zu halten, wie es irgendwie geht. Und im Planungsprozess fiel dann öfter auch das Zitat: Mensch, lasst uns Spitzenleistung bringen, wir können es noch besser machen, das sind wir dem Frei Otto doch schuldig. Die Multihalle ist ein Meisterwerk der Ingenieurbaukunst aus Holz, und es ist einer der großartigsten Räume, wenn man hier unter diesem Dachtragwerk steht, die wir in der Architektur haben. Die Multihalle ist auch Ausdruck für eine Zeit, wo Experimentierfreudigkeit und Innovation im Bauwesen fast gang und gäbe war. Das vermissen wir heutzutage etwas schmerzlich. Insofern erinnert uns die Multihalle daran. Und vor dem Hintergrund bin ich auch sehr froh, dass wir sie jetzt sanieren dürfen, dass wir ihr eine Zukunft schenken können für die nächsten 50 oder 100 Jahre. Das hat die Multihalle verdient.